A wie Abflussrohr. Diese widerwärtigen Blagen der Existenz sind in einigen Leveln zu finden und erinnern einen daran, dass da, wie bei Instagram-Influencern, ständig sehr viel Scheiße rauskommen kann. Es gibt auch andere Rohre, aber da bin ich mir nicht so sicher, ob das für den Abfluss gedacht ist. B wie Bücherregal. Die sind höchstwahrscheinlich mit voller Tutorials, wie man diese vermaledeiten Level im ersten Durchlauf durchbekommt. C wie Choreografie. Zur Gameboy-artigen Musik und den präzise zeitlich abgestimmten Sprüngen kann man das schon als Choreo bezeichnen. D wie Dolche. Wir wissen ja mittlerweile vom letzten Teil, dass die Entwickler die Spieler hassen und brennen sehen wollen. Diese Dolche sind wie nervtötende Fruchtfliegen. Also da, wo du sie gerade echt nicht haben willst. An Wänden, auf Blöcken in der Luft verankert. Es ist so zum Kotzen. E wie elendige Edelsteine. Du bist ein Masochist, der sich auf Steam-Errungenschaften aufgeilt und sie in seinem irrelevanten Steam-Profil anzeigen lassen will? Dann sammle sie, aber lass mich damit in Ruhe. Ich brauche das nicht. Nebenbei kommen diese Edelsteine in verschiedenen Formen. F wie Feuerschalen. Die sind nur Deko. Ein bisschen wie deutsche Politiker. Die haben keinen Nutzen. G wie Greedy Pea. Die Erbse, die aussieht, als hätte sie auch die Schnauze voll von einer Fortsetzung, hat einen Namen. H wie Hammerwappenbanner. Gibt's auf diesen Inseln ein Königreich oder einen Sektenkult? Oder warum gibt's hier und da diese seltsamen Banner? Müssen Opfergaben gemacht werden? I wie Industrielevel. Ist das deren Stromerzeugungsmethode auf diesen Inseln oder Foltermethoden für Gefangene? Bei letzterem hätte Deutschrap den gleichen Effekt. J wie ja, das Spiel ist vegan. Keine Tiere wurden in diesem Videospiel verletzt. Man wird lediglich selbst zum Tier. K wie klimpernde Münzen. So unnütz wie die FDP. L wie Lava? Es scheint so. Könnte auch Säure sein. Oder wie auf Twitter, wenn ein neues Shitstorm-Opfer auserkoren wurde. Kurzum toxisch. M wie Minenschacht. Ein bösartig verwunschenes Levelsystem, in dem ich ebenfalls den einen oder anderen Liter Schweiß abgesondert habe, wegen den unzähligen Versuchen weiterzukommen. N wie nein, es gibt immer noch keinen Speicherpunkt im Level. Wenn du stirbst, fängst du vom Anfang des Levels an. O wie ominöse Tentakel. Ich habe keinen Plan, was das zu bedeuten hat, aber die Inselbewohner, wenn es welche gibt, sind von gefährlichen Gewässern umgeben. Gefährlich wie ich, wenn mein Schlafrhythmus im Arsch ist und ich dadurch schlecht gelaunt bin. P wie Pfeile. Man würde meinen, es seien Richtungspfeile. Nein, die sind für die Masochisten von vorhin gedacht. Die führen einen zu Münzen oder zu Edelsteinen. Die führen dich also als Normie in den Tod. Q wie qualitativer und authentischer Soundtrack. Die Mucke ist schick und passt zu diesem grünen Gameboy-Style des Spiels. Nur, wenn du überdurchschnittlich oft stirbst. Oh Junge, wird die Musik ohrenbetäubend. R wie Rakete. Um die zu erreichen, wurde noch schön absichtlich einiges Fieses in dieses letzte Level reingepfercht. Heißt das, dass die Rakete uns zu einem neuen Planeten mit einem Teil 3 führt? Nein! S wie Schriftart. Im Englischen gibt es so eine schnieke Schriftart in den Menüs. Im Deutschen wird es zu einer GTA-Schriftart. Warum das? Here we go again! T wie Tennisballgroße Geschosse. Ich verspüre einfach nur Schmerzen, diesen Scheißdingern zu begegnen. Das ist wie mit Incels auf Social Media. Ausweichen und sich nicht treffen lassen. U wie uralte Portale. Diese führen dich aus dem Level raus, in das nächste Erlebnis voller Tränen. V wie verfluchte Sägeblätter. Entweder auf dem Boden platziert, wo sie hin und her sausen, oder die befinden sich mitten in der Luft, wo man mit dem richtigen Timing rüberspringen muss. Da kriegst du die Krise. Ähnlich, wenn du dir die YouTube-Trends anschaust und checkst, was für gruselige Abgründe sich dort herumtreiben. Ausnahmen gibt's natürlich.
Aber die guten Ausnahmen werden von den Dreck-Fans überflutet, welche von den Dreck-Influencern stammen. Warum so gemein? Ich habe eine Theorie. Menschenhass, Drogen und Sadismus. Beim X gibt's nichts? Was? Dann schau gern mal in meine Streams auf trovo.live/Bruder1 vorbei. Der erste Link in der Beschreibung. Y wie... Ja, das geht. Du suchst eine, meiner Meinung nach, knifflige Herausforderung? Du suchst eine Videospielkategorie, die dich wirkt? Präzisionsplattformer wie Awesome P2 sind dann dein Ding. Z wie... Zeit. Ähnlich wie im ersten Teil ein Bananenvergleichsort für Gestalten, die zu große Bananen haben und einen Wert darauf legen, die schnellsten zu sein. Denn es zu schaffen, durch die Level schnell durchzukommen, wo es keinen Speicherpunkt zwischendurch gibt, man das Springen zeitlich abstimmen muss, diese Personen müssen dann echt eine große Banane haben, wenn sie das in kurzer Zeit schaffen. Springt die Erbse in einen Kessel? Um aus einem Level rauszukommen, sind auch mal Kessel als Ausgang platziert. Vielleicht steuern wir die ganze Zeit Greedy P in den Tod, indem wir dem Tod ausweichen? Vielleicht sind die Kessel eine Falle. Kein Mitleid von mir an dieser Stelle. Wie Öllampen. Die sind in so Industrieleveln und minenähnlichen Leveln zu finden und helfen null. Ein bisschen wie die Polizei, wenn man Morddrohungen auf Social Media anzeigen will. Die stehen auch nur passend zum Ambiente rum und machen nichts außer zu existieren. Wie Übung macht den Meister. Das ist eines dieser Videospiele, bei welchen, wenn man die Gameplay-Steuerung drauf hat, es um einiges leichter ist. Bin ich dazu fähig? Nö.